Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen gelösten Fall. Und zwar um den Mord an der damals vermisst gemeldeten 20-jährigen Heidelore K. In der Einleitung weist Ede darauf hin, dass man aufgrund der Indizien davon ausgeht, dass sie ermordet wurde. Der zuständige Richter hat auch bereits gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Allerdings konnte das mutmaßliche Tatgeschehen bisher nur bruchstückhaft ermittelt werden. Dies liegt auch daran, weil die Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden wurde. Und mit dieser Sendung versucht die Polizei, mehr Informationen zu bekommen. Dargestellt wurde dieser Fall in der Sendung vom 15. Januar 1982. Heidelore arbeitet seit einigen Jahren als Fotosetzerin einer Offset-Druckerei in Wetzlar. Sie hat Spaß an der neuen Fotosetztechnik. Heidelore wohnt bei ihren Eltern in Niederlemp, etwa 20 Kilometer entfernt von Wetzlar. Am Freitag, dem 4. September 1981, verlässt sie um exakt 16:31 Uhr laut der Stechkarte die Druckerei. Sie will mit ihrem schwarzen Opel Ascona, den sie sich erst vor einem halben Jahr gekauft hat, zu ihrem neuen Freund nach Breitenbach fahren. Auch dies ist ein kleiner Ort in der Nähe von Wetzlar. Allerdings ist Heidelore dort nie angekommen. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs, dem sogenannten Conti-Parkplatz, macht ein Parkwächter in dieser Nacht eine Feststellung, die später für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung ist. Denn auf dem Parkplatz steht Heidelores schwarzer Ascona. Er registriert das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt als ordnungsgemäß abgestellt. Am nächsten Tag dann erstattet ihr Freund bei der Polizei Vermisstenanzeige. Bei der Polizei gibt er dann Folgendes an. Er erzählt der Polizei, dass Heidelore mit ihrem Ex-Freund ziemlichen Ärger hat. Denn dieser sei wahnsinnig eifersüchtig und noch immer hinter ihr her. Er würde sie die ganze Zeit belästigen und habe sie auch schon bedroht. Daraufhin sucht die Polizei natürlich den Ex-Freund von Heidelore auf, um ihn zu der Situation zu befragen. Er reagiert mit etwas Unverständnis auf den Besuch der Polizei und gibt an, von Frühjahr 1978 bis zum November 1980 in einer Beziehung gewesen zu sein. Dieser Ex-Freund ist übrigens auch die Person, gegen die ein Haftbefehl läuft, und er wird halt dementsprechend eben dieser Tat verdächtigt. Weiterhin gibt er an, die Beziehung selber beendet zu haben, da er keine Lust mehr hatte auf diese Beziehung. Die Polizei konfrontiert ihn daraufhin mit Vorwürfen, dass er aber in jüngster Zeit, oder besser gesagt die ganze Zeit bis in die jüngste Zeit hinein, immer wieder versucht haben soll, Kontakt zu ihr bekommen. Daraufhin gibt er dann zu, dass dies stimmt, aber dass sie ja nicht mehr wolle, da sie jetzt einen anderen hat. Auf weitere Befragungen gibt er an, Heidelore zum letzten Mal am Donnerstag, dem 3. September, also einen Tag vor ihrem Verschwinden, zum letzten Mal gesehen zu haben. Da wäre sie ihm mit ihrem Wagen auf der Straße entgegengekommen. Auf die Frage, ob er sie nicht auch am 4. September, dem Freitag, gesehen habe, reagierte er mit einem Nein, denn er habe sie seit dem Donnerstag, dem 3. September, nicht mehr gesehen. Man hätte bei dieser Begegnung ja auch nicht miteinander geredet, sondern sei nur aneinander vorbeigefahren. Auf weitere Nachfrage schildert er dann, was er am Freitag, dem 4. September gemacht hat. Doch schon am nächsten Tag, nachdem Heidelores Verschwinden dann dementsprechend bekannt geworden ist in der Bevölkerung, stellen sich dann diese Angaben als äußerst fragwürdig dar, weil urplötzlich Zeugen auftauchen.
So gibt zum Beispiel ein Zeuge an, dass er mit dem Firmenfahrzeug in Richtung Breitenbach abgebogen ist und ein paar Meter nach dieser Einmündung hat er dann den auffälligen schwarzen Ascona Sport von Heidelore gesehen und einen weiteren Wagen. Und diese Fahrzeuge hätten ihm den Weg versperrt. Als er den beiden Fahrzeugen dann näher kam, erkannte er, dass es Heidelore war und ihr Ex-Freund mit seinem gelben Opel Kadett. Heidelore hat in ihrem Wagen gesessen und ihr Ex-Freund stand am Wagen und hat mit ihr geredet. In der filmischen Darstellung stand der Wagen von dem Ex quer vor dem Wagen von Heidelore und hat ihr praktisch den Weg versperrt, so dass sie nicht wegfahren konnte. So auf jeden Fall in der filmischen Darstellung. Aber nicht nur dieser Zeuge hat den Ex in der fraglichen Zeit zusammen mit Heidelore gesehen. Es melden sich auch mehrere Schüler, die Beobachtungen wenige 100 Meter von der besagten Einmündung gemacht haben. Also es sieht dementsprechend so aus, als wenn die beiden da mit ihren Wagen jeweils ein bisschen weiter gefahren sind, um ja nicht auf der Straße zu stehen, und haben den Wagen dann dort an einem Platz oder an einem Platz geparkt. Also es sah dann so in der Darstellung aus, als wenn da so eine kleine Grünfläche ist und dort standen die Fahrzeuge dann nebeneinander. Das nur eben zur visuellen Einordnung. Und diese Aussagen, die die Schüler gemacht haben, passt dann oder ergänzen ideal die Aussagen des vorherigen Zeugen. Diese 3 Schüler waren mit ihren Fahrrädern auf der Straße unterwegs. Und an der Straße stand dann eben, wie beschrieben, der Ascona von Heidelore und der gelbe Kadett mit den schwarzen Rallye-Streifen nebeneinander. Wenn die Jungs dann mit dem Fahrrad gefahren sind, haben sie als erstes den schwarzen Ascona gesehen und dahinter stand dann der gelbe Kadett. Erst wollten die 3 vorbeifahren, haben dann aber doch angehalten, weil bei dem Ascona eine Tür offen stand. Und so wie es in der filmischen Darstellung war, war es dann die Fahrradtür. Und die 3 dachten dann, dass da vielleicht 2 am Schmusen sind und das für die Jungs interessant sein könnte. Also sie wollten halt praktisch in den Wagen ein bisschen hineinspannen, wenn sich da 2 vergnügen. So war ihr ursprünglicher Gedanke. Dann konnten sie aber beobachten, dass aus der offenen Ascona-Tür 2 Frauenbeine heraushingen und auf dem Beifahrersitz ein Mann kniete, der sich komisch über eine Frau, also über Heidelore, dann gebeugt hat. Die Jungs sind dann weitergefahren und haben plötzlich einen Schrei gehört. Und aufgrund dieses Schreis hätten sie tatsächlich etwas Angst bekommen. Aber dann haben sie sich nichts mehr daraus gemacht und sind weiter zu ihrem Ziel, einem Spielplatz, gefahren. Und auf erneute Befragung der Polizei waren sich die Jungs sehr sicher, dass es sich um den Wagen von Heidelore gehandelt hat. Denn dieser Wagen war wegen der Rallye-Streifen und dem Spoiler sehr auffällig. Später, als sie dann von dem Spielplatz zurückkamen und den gleichen Weg zurückfuhren, stand dann dort nur noch der gelbe Opel Kadett. Dann meldete sich der Parkwächter von dem Conti-Parkplatz am Frankfurter Hauptbahnhof bei der Polizei. Und der teilte mit, dass dieser schwarze Ascona da bereits 4 Tage gestanden hat. Und er erst jetzt gemerkt hat, dass die Tür ein Spalt offen war, also vermutlich die Fahrertür. Und der Zündschlüssel steckte. Auf die Frage der Polizei, ob er auch das Blut in dem Fahrzeug bemerkt habe, verneint er dies. Und weil eben in dem Wagen diese Zündschlüssel noch stecken, hat er dann die Polizei angerufen. Anscheinend hatte er von dem vermissten Fall von Heidelore noch nichts gehört. Gut, der ist natürlich auch ein bisschen weiter weg in Frankfurt und damals gab es noch kein Internet in der Form, also deswegen wird es wahrscheinlich noch nicht gewusst haben. Auf die Befragung gibt der Parkplatzwächter an, dass er nicht weiß, wer das Fahrzeug abgestellt hat und dass sich jetzt auch nicht mehr feststellen lässt, wer das Fahrzeug abgestellt hat. In dem Wagen können dann unter anderem die Schuhe von Heidelore gefunden werden. Und bei der kriminaltechnischen Untersuchung wird festgestellt,
dass in dem Wagen auf jeden Fall ein Kampf stattgefunden hat. Es konnte Blut auf dem Boden und unter dem Handschuhfach gefunden werden. Weiterhin wurde am Fahrzeughimmel ein Schuhabdruck festgestellt. Und dieser stammte einwandfrei von einem der Schuhe, die im Wagen gefunden wurde, also von Heidelores Schuhe. Man ging in der Rekonstruktion dann davon aus, dass Heidelore auf dem Fahrersitz saß und der Täter auf dem Beifahrersitz. Und er hat sie dann einfach zu sich rübergezogen. Dabei befand sich dann ihr Kopf unter dem Handschuhfach. Das Opfer, also Heidelore, dürfte sich gewehrt haben und im Zuge dessen mit dem Fuß am Dachhimmel abgestemmt haben. Und diese Situation deckt sich ja grundsätzlich mit den Zeugenaussagen der Schüler. So, und bei weiteren Vernehmungen hat der Tatverdächtige, also der Ex-Freund, dann noch zugegeben, dass er auch am Tag des Verschwindens mit Heidelore noch zusammengetroffen ist. Aber weiterhin bleibt er bei der Aussage, mit dem Verschwinden nichts zu tun zu haben. Wie schon am Anfang gesagt, ist dieser Fall geklärt. Allerdings gibt es recht wenige Informationen, wie der Fall genau geklärt wurde. In der Folgesendung vom 26. Februar 1982 wird Folgendes berichtet. Nach der Ausstrahlung des Falls in XY hat sich ein Zeuge gemeldet, der den jungen Mann am Tag des mutmaßlichen Mordes per Anhalter von Frankfurt nach Wetzlar mitgenommen hat. Der in U-Haft sitzende Ex-Freund hatte bisher immer bestritten, in Frankfurt gewesen zu sein, wo das Auto der jungen Frau, ein schwarzer Opel Ascona, gefunden wurde. Ihre Leiche ist bis zum Zeitpunkt der Sendung spurlos verschwunden. Der 26-jährige Maschinenschlosser hatte die Trennung nie überwunden und in aller Öffentlichkeit gedroht, wenn ich sie nicht bekomme, bekommt sie keiner. Und diese Drohung setzte er in die Tat um. Mehrere Zeugen sahen noch die Fahrzeuge von Täter und Opfer nebeneinander stehen. Danach war Heidelore K. spurlos verschwunden. 4 Tage später wurde ihr Fahrzeug am Frankfurter Hauptbahnhof entdeckt. Im Inneren entdeckte man die Handtasche der Vermissten, außerdem Kampf- und Blutspuren. Die Polizei verdächtigte den Ex-Freund, doch die Beweise reichten nicht aus. Erst als sich Anfang 1982 ein Autofahrer meldete, der den Verdächtigen am Tag des Verbrechens von Frankfurt nach Wetzlar mitgenommen hatte, schloss sich die Indizienkette. Der Ex-Freund hatte nach einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz seine ehemalige Freundin erwürgt und anschließend ihr Auto in Frankfurt abgestellt. Die Leiche blieb jedoch verschwunden. 2 Jahre nach dem Verbrechen, als Manfred R. im Juni 1983 rechtskräftig zu 10 Jahren Haft verurteilt worden war, führte er die Beamten in einen Wald bei Wetzlar. Denn dort hatte er seine ehemalige Freundin vergraben. Das war jetzt die genaue Textpassage zu diesem Fall aus dem Buch von Eduard Zimmermann. Also muss der Ablauf wie folgt gewesen sein. Heidelore hat Feierabend gemacht. Ich vermute mal fast, dass ihr Ex-Freund sie dort irgendwie abgepasst hat. Und als sie dementsprechend nach Hause fahren wollte, er ihr gefolgt ist, also wie schon, das ist nur mal eine Vermutung, sie dann überholt hat und dementsprechend dann seinen Wagen quer vor ihren gestellt hat, um sie zum Anhalten zu zwingen. Daraufhin dürfte er dann ausgestiegen sein, ist zu ihrem Wagen gegangen, so wie es der erste Zeuge gesehen hat. Sie blieb im Auto und er hat dann wieder auf sie eingeredet. Und ich denke mir mal, dass dann eben dadurch, dass die beiden die Straße versperrt haben, einer von den beiden dann gesagt hat, wenn wir hier weiterreden wollen, dann lass uns bitte auf einem anderen Platz fahren, damit wir hier dementsprechend nicht den Verkehr blockieren und noch irgendetwas passiert. Dann dürfte der Ex-Freund vorgefahren sein und sie hinterher und beide haben dann diesen Platz, wo die beiden Fahrzeuge nebeneinander gesehen wurden, angesteuert.
Das erklärt halt auch die Situation, warum dann dementsprechend der Wagen vom Ex-Freund links und der Wagen von Heidelore rechts stand. Dann dürfte er sich aus seinem Wagen begeben haben, hat sich in den Wagen von Heidelore gesetzt. Und dort dürfte das dann zum Streit gekommen sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso lässt sie ihn überhaupt in ihr Auto? Es kann natürlich so gewesen sein, dass er sein Auto abgestellt hat und in dem Zeitraum, wo sie dementsprechend noch ihr Fahrzeug abstellen wollte, er dann schon aus seinem Fahrzeug heraus war und er dann ganz schnell in ihr Auto gestiegen ist, um eine Diskussion fortzuführen. Tja, und ich könnte mir dann vorstellen, dass ihr das jetzt überhaupt nicht gefallen hat, dass er jetzt in ihrem Auto sitzt und da dann dementsprechend ein Streit entbrannt ist, in dem er dann, ja, sagen wir es mal sanft, ausgerastet ist, er sie dann zu sich rübergezogen hat und ja, dann dementsprechend, vermute ich mal, auf sie eingeschlagen hat, vielleicht gewürgt hat oder ähnliches, weil es war ja Blut im Auto zu finden auf dem Boden und dann dementsprechend auch unter dem Handschuhfach. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann versucht hat, sie dementsprechend nach unten in dem Fahrzeug zu drücken, damit andere Personen dies nicht sehen. Und so wie die Schüler das beschrieben haben, müssen die tatsächlich in diesem Moment vorbeigekommen sein, als er vermutlich sie versucht hat, mit dem Kopf dann unter dieses Handschuhfach zu drücken. Denn da waren ihre Beine noch unten. Und kurz nachdem die Schüler vorbeigefahren sind, vermute ich mal, dass er ihren Kopf unter das Handschuhfach gedrückt hat. Sie hat dann ihre Beine nach oben gestemmt und hat dann versucht, sich dagegen zu wehren. Und im Zeitraum oder ja, in diesem Ablauf muss er sie dann getötet haben. Vermutlich durch Schläge und eventuell auch durch Erwürgen. Aber ich denke mir mal, das hat sich nicht mal so hundertprozentig feststellen lassen, weil er sie dann dementsprechend oder weil er dann später erst der Polizei gezeigt hat, wo sie dann liegt. Das waren jetzt, glaube ich, dann gut 2 Jahre später. Das ist, glaube ich, aber auch nicht das erste Mal, dass die Polizei jemanden festgenommen hat und dann der Tatverdächtige bereits in U-Haft sitzt und die Polizei dann dementsprechend veranlasst, dass dieser Fall bei Aktenzeichen Y ausgestrahlt wird. Ich weiß nicht mal, welcher Fall das war, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es einen recht ähnlichen Fall gab, wo auch ein Mann verdächtigt wurde, eine Straftat begangen zu haben. Und der saß auch in U-Haft und dort wurde ausdrücklich betont, dass derjenige, der in Haft sitzt, sich mit der Ausstrahlung dieses Falls einverstanden erklärt hat, weil er davon ausgeht, dass damit dann seine Unschuld bewiesen wird. Wie dieser Fall jetzt ausgegangen ist, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Muss ich dementsprechend mal bei mir im Archiv schauen, ob ich da so auf die Schnelle dementsprechend den Fall finde. In diesem Fall war es dann aber halt so, dass, denke ich mir mal, der Tatverdächtige dem nicht zugestimmt hat und er natürlich auch davon ausgehen musste, dass er bei der Ausstrahlung dieses Falls dann als Täter ertappt wird bzw. ermittelt werden kann durch weitere Zeugenaussagen. Im Prinzip war ja soweit alles klar, es fehlte ja halt nur noch eben dieser Nachweis, dass er in Frankfurt war und dieser Nachweis wurde ja erbracht durch den Zeugen, der ihn dann von Frankfurt nach Wetzlar als Anhalter mitgenommen hat. Ich vermute mal, dass er nur wegen Totschlags verurteilt wurde, weil er eben nur 10 Jahre Haft bekommen hat. Volljährig war er ja schon, also wird es wahrscheinlich wegen Totschlag gewesen sein. Ich vermute mal, dass er in seiner Verhandlung angegeben hat, dass es einen Streit gab und aufgrund dieses Streites dann zu dieser Tötung, vielleicht eine Tötung im Affekt oder ähnliches. Genauer ist das leider hier nirgendwo im Internet zu finden. Falls ihr noch weitere Informationen zu diesem Fall habt, dann schickt mir das doch bitte eben
per E-Mail oder ansonsten dürft ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich da auf jeden Fall drüber freuen. Dann noch eine kleine Bitte, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal bitte, wenn euch die Videos gefallen. Denn das ist immer gut für den Algorithmus und dementsprechend bekommen da noch mehr Leute die Möglichkeit, sich diese Fälle anzusehen oder anzuhören. Ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!